Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute wieder in guter Audioqualität. Ja, will ich hoffen auf jeden Fall. Und ja, gestern hat ja dieser Bug einiges an Aufmerksamkeit an sich gezogen, würde ich mal so behaupten. Also es kam schlussendlich zu der größten Diskussion, Auseinandersetzung, die ich bisher in Shakes and Fidget so in meiner Laufbahn hier miterleben durfte, ja. Das letzte, an das ich mich erinnere, oder was mir gesagt wurde, dass so schlimm gewesen sein soll, war dieses Endlosbier, was man damals zum Oktoberfest 2012 oder wann das war, trinken konnte. Da war ich aber selbst noch gar nicht am Start gewesen ja, da habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe es aber schon öfter mal gehört gehabt. Und ja, jetzt haben wir das Problem mit den Quests, ja. Und für alle Leute, die vielleicht nicht so drin sind in der Materie, ich hatte ja gestern ein Video dazu gemacht, zu den Quests, dass die wohl verbuggt sind. Jetzt weiß man auch genau, wie sich das Ganze verhält. Also es ist nicht, wie manche vermutet haben, irgendwie klassenabhängig oder serverabhängig und so weiter. Jetzt herrscht halt Klarheit. Es sollen wohl Leute zwischen circa 370, 90 bis circa 480, 500 davon betroffen sein sollen. Ja, also die sollen davon betroffen sein, diese Quest zur Auswahl gehabt zu haben. So, aber auch nur Leute in diesem Levelbereich. Ja, das hat nichts mit Klasse und nichts zu tun, sondern nur mit dem Level, was man momentan hat. Entweder hat man Glück, wie manche Spieler, die haben sehr viel Erfahrung zu anderen Spielern aufgeholt, die sich nicht in diesem Levelbereich befinden. Oder man hat halt Pech gehabt, ja. Und das hat einige Spieler aufgeregt, ja. Wie gesagt, es kam zu heftigen Diskussionen. Und ich muss dazu sagen, ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann sowohl die eine Seite verstehen, die dazu sagt, wir buttern jeden Tag Tausende von Pilze in die Accounts rein, damit die oben an der Spitze mitspielen und sich mit anderen Spielern über Jahre ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern und jeden Tag um die letzte XP-Quest, um das letzte Stückchen Gold kämpfen, ja, wo es dann wirklich drauf ankommt, wer wirklich besser irgendwie aussucht, die Quest und so weiter. Und dann kam ein Beispiel, dass jemand irgendwie 3, 4 Level über dem anderen war, so, ne? Und der konnte schon von diesen Bug-Quest, nenne ich sie mal, profitieren, ja? Und der andere Spieler konnte davon nicht profitieren, weil er nicht in diesem Levelbereich war. Und das führte zu einigen Diskrepanzen, verständlicherweise, auf jeden Fall, ne? Sollte mal dazu gesagt werden. Und dadurch ist natürlich monatelange harte Arbeit futsch gegangen bei manchen Spielern. Und da sollte man schon auf jeden Fall Verständnis für zeigen, dass diese Leute sich extrem auf den Schlips getreten fühlen. Und dann gibt es halt die anderen Leute, die so sagen, die dann dagegen sind oder die dann so sagen, ey, gönn doch mal den anderen. Mach doch mal nicht diesen, gönn doch mal. So, und ich finde, ich bin auch jemand, der gönnt jeden immer alles und das Beste so, ne? Aber wenn es halt wirklich darum geht, dass man sehr viel Zeit und vor allen Dingen Geld in ein Spiel investiert, wo Leute wirklich dran Spaß haben, sich in der Rangliste zu messen. Manche haben ja vielleicht Spaß daran, Free-to-Play zu spielen, die regt das nicht so auf. So. Manche haben aber Spaß daran, competitive zu spielen und deswegen gibt es ja auch sowas wie Ego-Shooter, deswegen gibt es sowas wie Fußball. Ja, da spielt man alles, weil man Spaß am Spiel hat. Aber man hat natürlich auch Spaß daran zu gewinnen und Spaß daran, sich mit anderen zu messen und Spaß daran, auch irgendwo mit der Beste in irgendwas zu sein. Das liegt in unserer Natur, das ist so. Irgendwo möchte man schon irgendwas Besonderes drin sein. So. Und deswegen sollten die Spieler, die sagen, ey, gönn doch mal den anderen, jetzt sei doch mal nicht so, sollten vielleicht ihre Meinung ein bisschen, nicht nur in ihren Kopf, sondern sich auch mal in andere Köpfe reindenken, was das für die gerade bedeutet, wenn du sowas sagst. So, ne?
So, und es kam noch kein offizielles Statement, sag ich mal, von Playa oder selbst dazu, aber Leander, der Playa Support, hatte dazu ein bisschen was geschrieben gehabt, wie das Ganze jetzt gehandhabt wird. So, dadurch, dass ja dieser Fehler existent war für einen Tag lang und manche Spieler davon bevorzugt waren, ja, bleibt das Ganze erstmal so stehen. Es wird kein Rollback geben erstmal, weil das wohl noch mehr Spieler aufregen könnte, als wenn nur ein paar Spieler davon jetzt leider negativ benachteiligt worden sind. Ja? Und das muss man sagen, ist auch irgendwo verständlich. Ne? Also man kann jetzt halt auch, also ein Rollback würde halt auch sehr viele Konsequenzen mit sich ziehen, zumal ein Rollback, soweit ich weiß, nur bis 4 Uhr morgens geht und Leute vor 4 Uhr morgens wahrscheinlich auch schon die Alu gemacht haben. Das heißt, der Tag danach müsste auch gerollbackt werden. Also es ist ziemlich kompliziert. Also man muss beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ne? Ich hätte mir auch gerne ein Rollback gewünscht, aber ich verstehe auch, dass die Konsequenzen davon auch sehr weitgehend sind. So, jetzt wurde das Ganze erstmal so gemacht, weil wohl wahrscheinlich dieses Stay Safe, Stay Home, Corona Erfahrungsevent, was wir bekommen haben, was ihr ja wisst, dass wir momentan mit 50% mehr Erfahrung questen, dauerhaft, ja, bis unbegrenzt, ja. Ich weiß nicht, irgendwas hatten sie gesagt, aber erstmal ist es so, dass wir halt 50% mehr Erfahrung haben, so als kleine Wiedergutmachung oder als kleine Gutmachung, dass wir halt jetzt so viel zu Hause sitzen und ja, das ist also ein netter Schachzug von Playa. So, und dieser Bonus von diesen 50% hat wohl mit diesem Oster-Event, wo ja alle Events gleichzeitig laufen, hat sich wohl nicht ganz miteinander verstanden. So. Diese 50% vorher, die liefen ja einwandfrei durch. So, und jetzt hat irgendein Fehler im System irgendwas getriggert, dass da irgendeine Zahl falsch konfiguriert wurde oder was weiß ich, ja, sodass dann so eine absurden Summen denn zustande kamen, wie wir das gesehen haben gestern. Und deswegen ist erstmal die erste Lösung, die sie hier gebracht haben, dass das 50% Erfahrungs-Event, also dieses, ja, Corona Stay Home Event, keine Ahnung, ja, dieses dauerhafte wird jetzt erstmal abgeschafft. Ja? Da haben sie gesagt, weil das höchstwahrscheinlich der Trigger, der Auslöser ist für diesen Bug, wird das erstmal zurückgenommen. So, das normale Event, so wie wir es vorher kannten, läuft jetzt immer noch, das Oster-Event. Ja? Das läuft jetzt ganz normal im Hintergrund weiter, so wie wir das kennen. Ja? Nur halt nicht mehr mit diesem Corona-Bonus, den wir vorher dazu gehabt haben. Ja? Und das hatte wohl dazu geführt, dass dieser Bug ausgelöst worden ist. Dadurch, dass auch die Spieleentwickler auch jetzt Feiertage genießen, heißt es für uns quasi erstmal abzuwarten, weil die ganzen Devs und sowas natürlich jetzt auch freie Tage haben. So. Und deswegen wird da wahrscheinlich erst am Dienstag eine Lösung für gefunden. So, ne? Sie hatten hier auch geschrieben, dass sie ein bisschen Zeit daran gesetzt haben, hier diese Lösung zu finden, aber es ist halt schwer, diesen Bug komplett ausfindig zu machen und deswegen haben sie diese Funktion erstmal runtergenommen, disabled, so, und Rollback, Save Request. Okay, ja, und dadurch haben sie jetzt halt das erstmal so gemacht, wie ich es jetzt halt eben erklärt habe, ja, dass es erstmal so ist und dass halt genaueres dann erst kommt, wenn die Spieleentwickler halt wieder dann aus den Feiertagen halt raus sind. So. Ja, das nochmal so als kurze Aufklärung dazu, weil wir ja gestern alle erstmal so ein Stück weit aufgeschmissen waren, woran das liegt. Wir haben uns halt alle vor den Kopf gestoßen gefühlt, sag ich mal. Was könnte der Auslöser dafür sein? Und da das so richtig keiner genau wusste, die einen das gehabt haben und die anderen aber irgendwie nicht, entstand halt sowas wie eine Wettbewerbsverzerrung untereinander. Und das einzige Problem, was jetzt halt momentan noch im Raum steht, ist halt, dass diese Erfahrung, ne, die jetzt ja ausgegeben worden ist,
so, von einigen genutzt worden ist. Dagegen kann man nichts machen. Dagegen kann man auch im Nachhinein nichts machen. Deswegen fordern einige immer noch ein Rollback. So. Und ja, da ist es jetzt halt doof gelaufen, sag ich mal so. Also es ist halt wirklich sehr schade, dass das so gelaufen ist, weil manche dadurch jetzt viele Vorteile bekommen haben und andere sehr viele, ja, dadurch dann halt nicht mehr mit anderen vielleicht so konkurrieren können, wie es halt vorher der Fall gewesen ist. Sein Char deswegen irgendwie zu löschen oder nicht mehr weiterzuspielen, finde ich persönlich ein bisschen überzogen. Ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn die Leute halt wirklich ja, wirklich sehr viel Geld da reingesteckt haben, dann kann man das nachvollziehen, dass die Leute dann wirklich auch auf den Platz 1 dann wirklich aus sind. Ja. Ich kann das für mich persönlich nicht ganz nachvollziehen, weil ich nie diesen Andrang hatte, immer Platz 1 zu sein. Deswegen halt auch nicht so viel in das Spiel investiert habe. Aber das ist halt meine Spielweise und so, ja, so spiele ich halt, aber ich respektiere halt auch jede andere Spielweise. Ich respektiere eine Free-to-Play-Spielweise, ich respektiere aber auch eine Pay-to-Win-Spielweise. Ja? Es sollte alles irgendwo im Game, es sollte ein gesunder Mix sein von allem so. Und ja, wir warten mal ab, würde ich sagen, was jetzt noch als nächstes kommt von den Entwicklern, ob man da noch irgendwas, ja, keine Ahnung, noch irgendwas von hört oder ob das jetzt einfach so dabei bleibt, wie es ist. Das werden wir sehen und die Tage dann auch hören. Ja, falls irgendwas Neues kommt, halte ich euch auf jeden Fall weitestgehend auf dem Laufenden. Und ja, meinetwegen könnt ihr gerne noch zum Abschluss eure Meinung dazu in den Kommentaren hinterlassen. Bitte sachlich, konstruktiv und ohne irgendwie, dass das Ganze in Streit oder sowas ausartet. Das wäre mir noch sehr wichtig, weil das, was ich gestern im Forum gelesen habe, ich meine, es ist zwar schön und gut, wenn man irgendwie versucht, gemeinsam auf eine Lösung zu kommen, wofür ja Diskussionen da sind, ja, Auseinandersetzungen untereinander, aber dann sollte das Ganze auch wirklich auf sachlicher Ebene bleiben und ohne irgendwie den anderen, ja, zu beleidigen oder, ja, das muss nicht sein. Also, ne, aber ich denke mal, die meisten von euch wissen das so oder so. Das brauche ich auch nicht sagen. Und ja, das war es soweit. Ich hoffe, ihr seid jetzt im Klaren darüber. Ja, für die Leute, die das im Forum, ja, die im Forum gestern das gelesen haben oder dabei waren, die wissen ja sowieso Bescheid, aber die meisten auf YouTube, ja, die kriegen das halt dann erst ein bisschen später vielleicht mit so. Deswegen sage ich das hier nochmal und damit dann auch jeder darüber Bescheid weiß, wie es jetzt abgelaufen ist und was als nächstes dann auf uns zukommt. Ja, gut, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Frohe Ostern noch weiterhin und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.